Also es gab nur einen einzigen wirklich großen Rollback in der Geschichte von Flive, der dafür gesorgt hat, dass wirklich viele Leute quitten. Gab es eigentlich nur einen einzigen, vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Also halt ein wirklich fetter, ich glaube, da wurden 2 Wochen gerollbackt oder so. Da haben halt extrem viele Leute gequittet danach. Obviously. Aber das war nicht der einzige, ne. Gab es eigentlich nur ein einziges Mal. Also Mini-Rollbacks gab es, glaube ich, öfter. Aber so einen riesigen nur ein einziges Mal, soweit ich weiß. Also einer, der so groß war, dass du legit sagen kannst, ja, jetzt spiele ich nicht mehr. Das müsste es eigentlich nur einmal gegeben haben. Also ich finde, eine der schlimmsten Sachen, die sie jemals getan haben, haben sie legit erst 2021 gemacht. Und zwar haben sie da alle Accounts gelöscht, basically, die sich nicht innerhalb von einem Monat quasi gemeldet haben im Sinne von, yo, hier, ich will meinen Account behalten. Haben sie einfach alle gelöscht vor 3 Jahren. Also nicht die Accounts oder nicht die Charakter selber, aber die Zugriffe auf die Accounts. Und das war meiner Meinung nach das Dümmste, was sie jemals gemacht haben. Also der Rollback damals, das war schon ziemlich dämlich, aber gut, es ging wahrscheinlich nicht anders. Das Spiel wäre so oder so wahrscheinlich vor die Hunde gegangen, sag ich mal. Aber alle Account- bzw. alle Zuweisungen der Charakter zu spezifischen Accounts zu löschen, sodass jeder, der das quasi verpasst hat, seinen Account automatisch verliert, ist halt geistesgestört. Also da hat halt einfach wahrscheinlich 99% aller Spieler haben da ihren Charakter oder ihre Charakter verloren. Und das ist halt schon ultra dämlich. Also du kannst halt nicht erwarten, dass dein Spiel jemals wieder oben schwimmt oder dass es jemals wieder bergauf geht, wenn du literally jedem den Zugang wegnimmst. Also das haben sie vor allem schon so oft gemacht. Sie haben zum Beispiel in den Philippinen, haben sie damals Server geschlossen, weil es nicht gut lief. Und dann haben sie glaube ich, 6 Jahre später wieder geöffnet. Und erstaunlicherweise lief es ganz gut. Aber auch da wieder waren voll viele Leute am Anfang skeptisch und haben halt gesagt, ja komm, Alter, jetzt fange ich hier wieder das Spielen an und nach 2 Jahren löscht ihr wieder alles oder was? Und bei den Japanern haben sie das gleiche gemacht. Bei den Japanern haben sie 2019 den Zugang zugemacht. Den Server, der 2004 geöffnet wurde, ist 2019 offline gegangen, Japan, Flive. Und was machen sie? Fucking 1,5 Jahre später, 2021, eröffnen sie einfach neue japanische Server. Und das ist ja für jeden japanischen Spieler so ein Schlag in die Fresse einfach. Sie haben dir alles genommen, wofür du 15 Jahre gespielt hast. Und 1,5 Jahre später, ach übrigens, neue Server, Leute. Bitte gebt uns alle euer Geld. Also, seid ihr eigentlich vollkommen bescheuert? Als ob da irgendjemand anfängt zu spielen, Alter. Du kannst die Leute dich so komplett verarschen und dann erwarten, dass sie zurückkommen und dir wieder ihr ganzes Geld geben. Also das ist so geistig gestört einfach. Und das ist halt wirklich das Problem. Also das verstehen die halt aus irgendeinem Grund nicht, weil sie haben es halt schon so oft gemacht. Sie haben schon so oft irgendwas geshutdownt und dann einfach nochmal gestartet in der Erwartung, dass es dann besser läuft. Also crazy. Einfach nur verrückt. Also so viele Fehlentscheidungen wie Gala zu treffen, das muss man erstmal hinbekommen. Das ist richtig krank. Und halt auch traurig, weil ich meine, in vielen Situationen könntest du halt sagen, wenn sie da die richtige Entscheidung getroffen hätten, vielleicht wäre heute dann alles anders so. Weiß man halt nicht. Ich meine, wahrscheinlich nicht, ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Aber man weiß es halt nicht. Das Problem ist halt, wenn du so viele Fehlentscheidungen triffst, irgendwann ist es halt einfach irreparabel, was du da angerichtet hast. Dann kann dich keiner mehr retten. Also. Und selbst bei Flive Universe, ich meine, dann haben sie schon Flive Universe, das gefühlt so die ultimative Lifeline. So. Also aus dem Nichts plötzlich geht's wieder übelst bergauf und selbst das verkacken sie wieder. Also ich meine, das kannst du dir nicht ausdenken. Na gut, Flive Universe läuft noch ziemlich gut, zugegeben, aber es könnte auch besser sein. Meiner Meinung nach. Ich meine, gut, besser könnte es immer sein, aber ja. You get what I'm saying. Gala dachte sich, spielt denselben Song nochmal. Das wusste ich alles gar nicht verrückt. Gleichzeitig finde ich aber auch krank, dass sich überhaupt jemand sich um dieses Game kümmert. Meinst du jetzt Gala? Also du musst es so sehen. Gala ist ein Konzern in Japan,
Und Spiele entwickeln ist nur eins ihrer Businesses. Also die haben quasi Spieleentwicklung, die haben App-Entwicklung, Spiele-Apps, aber auch normale Apps, also einfach Handy-Entwicklung. Dann haben sie ein Treehouse Resort in Okinawa, also literally ein Hotel quasi, wo du in so Baumhäusern schläfst. Das haben sie. Dann haben sie ein Meta-Campus, ein VR-Modell, wo Leute in Korea oder in Japan, in Korea, quasi virtuell auf eine Hochschule gehen und dort Vorlesungen besuchen. Also es ist ein Konzern, der sich auf mehrere Branchen aufgeteilt hat, wie viele Konzerne, und die haben halt mehrere Subunternehmen. Gala Japan ist quasi der Kopf und Gala Korea ist nur ein Teil vom Ganzen. Und das Krasse ist aber, Flive Universe ist für 50% der Einnahmen des Umsatzes des gesamten Konzerns verantwortlich. Dieses verdreckte Spiel, was wir gerade spielen, ist 50% vom gesamten Konzern. Und trotzdem ist es ihnen gefühlt scheißegal, was mit dem Spiel passiert. Das musstet ihr mal geben. Ihr gesamtes Unternehmen hängt an diesem verfickten Spiel und sie checken es nicht und sie verkacken es weiter. Das ist crazy. Alles, der gesamte fucking Konzern, der seit 30 Jahren existiert, hängt an diesem Browser-Game und sie checken es nicht. Und du kannst es dir nicht ausdenken. Es macht einen so sauer eigentlich. Es ist crazy. Also gefühlt alles ist ihnen wichtiger, außer dieses Spiel hier zum Laufen zu bringen. Oder besser zu machen. Whatever. Crazy. Und man kann sich's nicht erklären. Man kann sich's einfach nicht erklären, warum. Es ist unbegreiflich. Also literally, Flive ist Gala. Das kannst du wirklich so sagen. Ohne dieses Spiel würde Gala heute gar nicht mehr existieren. Alles andere, was sie jemals angefasst haben, war scheiße, basically. Außer Rappels vielleicht, das ist das Einzige, was heutzutage auch noch existiert. Aber Flive war schon immer größer als Rappels. Und Flive Universe ist 10-mal so groß wie alle Rappels-Sachen zusammen. Also, es ist richtig wild.